Heute zeige ich euch das leckerste Rezept für glutenfreie Vanillekipferl. Ohne fertig gekauften Mehlmix und ohne Ei. Und ich verspreche euch, ihr werdet absolut keinen Unterschied schmecken. Als allererstes nimmst du 170 Gramm Reismehl. Ich habe hier die helle Variante genommen und nicht Vollkornreismehl. 130 Gramm Kartoffelmehl bzw. Kartoffelstärke. Ihr könnt theoretisch auch Maisstärke nehmen. Und darauf kommen 2 Teelöffel Guarkernmehl. Falls ihr das nicht bekommt, könnt ihr auch 2 Teelöffel Flohsamenschalen nehmen. Und das vermische ich jetzt erstmal richtig gut durch. Das ist wirklich die beste Mehlmischung für Vanillekipferl. Falls ihr das nicht selber mischen möchtet, könnt ihr auch einfach 300 Gramm fertigen Mehlmix aus dem Geschäft nehmen. Das schmeckt aber besser. Darauf gebe ich 100 Gramm gemahlene Mandeln. Ich nehme immer die Mandeln mit Schale, das sieht schöner aus, finde ich. Und 100 Gramm Zucker. Zucker ist natürlich Geschmackssache. Ihr könnt auch nur 50 Gramm nehmen oder mehr oder weniger, ganz wie ihr das mögt. Ich mag die süß, deshalb nehme ich 100 Gramm Zucker. Und ein Päckchen Vanillezucker. Das sind alle trockenen Zutaten und das vermische ich nochmal. Und als allerletztes gebe ich darauf 180 Gramm sehr weiche Butter. Das hier ist fast schon zu flüssig, aber ich nehme das jetzt trotzdem. Und dann auf kleiner Stufe verrühren. Zwischendurch kontrollieren, dass unten kein Mehl übrig bleibt. Der Teig ist richtig gut durchgemischt, so sieht das Ganze aus. Das ist aber natürlich viel zu weich, um das jetzt zu backen. Deshalb stelle ich das erstmal in den Kühlschrank, bis der Teig richtig fest ist. Ich habe meinen Teig jetzt aus dem Kühlschrank geholt. So fühlt sich das jetzt an. So, ich nehme jetzt mal ein Stück raus und forme das Ganze jetzt so ein bisschen länglich. Und mache mir hier so kleine Stücke ab. Dann rolle ich das Ganze zu einer Kugel und dann so länglich und forme das dann zu einer Sichel, zu so einem kleinen Mond. So, schaut mal, so sieht das jetzt aus. In der Mitte ist das ein bisschen dicker und nach außen hin verläuft das spitz. So sollte ein Vanillekipferl aussehen. So, irgendwann habe ich keine Lust mehr, so viele Kipferl zu formen. Dann nehme ich mir ein kleines Teigstück und forme einfach nur so eine kleine Kugel. Und das sieht dann hinterher aus wie so ein kleiner Schneeball. Und da streue ich dann später Puderzucker drüber und dann habe ich so kleine Schneebälle. Mit dem Formen bin ich fertig. Ich heize meinen Backofen vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze und während mein Ofen vorheizt, stelle ich das Blech nochmal richtig kalt. Das mache ich deshalb, damit uns die Kipferl beim Backen nachher nicht zerlaufen. Mein Ofen ist auf Temperatur. Ich backe die Vanillekipferl jetzt für ungefähr 14 Minuten. Wenn die am Rand braun werden, dann könnt ihr die rausholen. Backt die nur nicht zu lange, dass die nicht zu dunkel werden. So, die Vanillekipferl sind jetzt noch extrem zerbrechlich. Wenn ich das Papier jetzt vom Blech schieben würde, dann würden die mir zerbrechen. Seht ihr? Die sind jetzt noch sehr zerbrechlich. Deshalb lasse ich das jetzt einen Moment auskühlen und dann schiebe ich das Papier vorsichtig vom Blech runter auf ein Gitter. Ich habe die Kipferl jetzt einen Moment auskühlen lassen und jetzt kann man auch schon sehen, ich behalte jetzt mal das Kaputte, die sind jetzt sehr viel fester und zerbrechen nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt ohne Probleme das Papier vom Blech ziehen.
Hier in meiner Dose habe ich Puderzucker mit einem Beutel Vanillezucker vermischt. Die Kipferl sind noch leicht warm und das ist genau der richtige Moment. Wenn die zu kalt sind, dann bleibt der Zucker nicht mehr so gut haften. Wenn die zu warm sind, dann schmilzt das Ganze und das sieht dann auch nicht schön aus. Einfach etwas Zucker in ein Sieb. So spare ich mir das Wälzen in dem Zucker. Das ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend. Das lasse ich jetzt eben abkühlen und packe das dann schön in eine Dose. Meine Vanillekipferl sind ausgekühlt. Ich zeige euch jetzt nochmal. Da bricht nichts mehr. Schaut mal von innen. Die sind, ja seht ihr, die sind richtig mürbe. Deshalb gebe ich auch grundsätzlich niemals Ei in ein Vanillekipferlrezept. Die sind fest, also die zerbrechen nicht und trotzdem sind die mürbe und zerfallen quasi im Mund, wenn man da drauf beißt. Genauso müssen Vanillekipferl schmecken. Und ich verspreche euch, ihr werdet absolut keinen Unterschied schmecken. Ja, das war's von mir. Backt das nach, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob euch das schmeckt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst es euch schmecken und ich sage jetzt schon mal eine schöne Weihnachtszeit.